Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zu meinem zweiten Motovlog oder zum zweiten Video, wie auch immer. Ich hoffe, das erste hat euch einigermaßen gut gefallen. Ich habe da noch so einiges an... Ich sehe da noch so einiges an Verbesserungsbedarf, sagen wir mal so. Ich habe beim Ton zum Beispiel gar nichts gemacht, den habe ich einfach 1:1 so übernommen. Der ist auch recht okay. Ich finde, es könnte ein bisschen mehr Motorklang kommen, aber da werde ich um ein zweites Mikrofon wohl nicht drum herum kommen. Und meine Stimme klingt auch so ein bisschen, als wenn ich irgendwas im Mund habe oder so, keine Ahnung. Das könnte natürlich am Helm liegen, der ein bisschen die Backen zusammenquetscht hier. Schön Quetschgesicht. Oder ja, das ist auch ein bisschen zu klein. Vielleicht kann ich da mit der Audiobearbeitung aber auch noch ein bisschen was rausholen. Wir sind gerade an der Clubparty vom Grammusels MC vorbeigefahren. Die haben 25 Jahre dieses Wochenende. Da wollen wir heute Abend nochmal hin. Auf ein Bierchen. Aber jetzt müssen wir erstmal locken. Vloggen quasi. Das Bild nehme ich diesmal auch in 1080 auf. Weil ich habe es letztes Mal in 2,7K aufgenommen und in 1080 rausgehauen. Macht keinen Sinn. Aber auf 60 Frames bleibe ich. Ich denke, das schadet nicht. So, ich habe ja gesagt, ich wollte diesmal ein bisschen über das Bike sprechen. Am besten suchen wir uns mal einen schönen kleinen, ruhigen Feldweg hier. Dann können wir uns das Ganze mal von außen angucken. Oh Scheiße, ich habe gar nicht geputzt. Naja, das wird wohl auch mal so gehen. Muss ja nicht immer alles glänzen und spiegeln. Hier ist man ja echt am Arsch der Heide. Naja, genau richtig. Hier wird mir niemand dazwischen quatschen. Gehe ich mal von aus. Der hat irgendwie ein bisschen Licht angelassen in seinem Auto. Da sitzt aber auch noch einer drin. Wer weiß, was die da machen. Alles muss man ja auch nicht immer wissen. Aha, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier gibt man den Müll und Gartenabfall und sonst was ab. So. Ich mach mal hier auf. Hier haben wir sie. Von vorne. Der Scheinwerfer ist nicht mehr original. LED. Musste da mal ein bisschen mit der Zeit gehen, weil ich hatte vorher so eine kleine Oldschool-Funzel da dran. Die sah zwar cool aus, aber im Dunkeln war das so, als wenn jemand mit dem Feuerzeug vor dir wegläuft. Also nicht wirklich Safety. Das ist schon besser so. Die Rücklichter habe ich auch in LED. Gleich mit Blinkern und Bremse integriert. Die finde ich ganz cool. Dann hat man das Heck schön frei. Ich sehe gerade, hier geht die Folie ab. Kacke.
In Chrom sind die Dinger übelst hässlich, deswegen habe ich da schwarze Folie drauf gemacht. Hält wohl nicht so gut. Dann haben wir hier einen zweiteiligen Tank von der Harley Fatboy mit 19 Liter Fassungsvermögen. Komme ich so ungefähr 300 Kilometer mit. Mit dem Originaltank gerade mal 200. Deswegen musste dann dickerer rauf. Sieht auch schön bullig aus so. Gefällt mir ganz gut. Der Heckfender ist umgebaut. Seitlicher Kennzeichenhalter. Der Lenker. So gesehen auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte lieber einen hier mit geraden Handgriffen. Weil ich immer so ein bisschen eingeknickter sitze irgendwie. Aber kommt noch. Hinten wollte ich sie eigentlich noch ein bisschen tiefer legen. Und die vorverlegten Fußrasten müssen noch rein. Die habe ich sogar schon liegen. Mache ich im Winter. Ja, der Auspuff ist eine Miller Dandy Anlage. Das gute Stück. Schön aus Edelstahl. Es sind Absorber drin. Aber nicht die Originalen. Kann sich eigentlich auch hören lassen, das Ding, finde ich. Ja. Dann fahren wir noch mal ein Stück, würde ich sagen. Wie gesagt, Suzuki Intruder VS 1400, 1400 Kubik. Original 67 PS. Meine so ungefähr 75. Drehmoment liegt knapp über 100. Gewicht weiß ich jetzt gar nicht, liegt bei 200-300 Kilo oder so, da hat eine Zuladung von 200 Kilo. Gibt es als 4-Gang und als 5-Gang-Version. Die 4-Gang ist beliebter, weil die soll wohl ein bisschen besseren Durchzug haben. Ich habe sie mit 5-Gang und bin eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ich bin die andere auch noch nicht gefahren. Ich habe keine Ahnung, ob das so ein gravierender Unterschied ist. Ja. Ich würde einfach die nehmen, die mir gefällt und nicht unbedingt danach im Getriebe gehen. Falls ich Interesse an so einem Ding habe. Es ist auf jeden Fall ein mega solides Bike, was echt wenige Wehwehchen hat. Das wird man bei unseren Harleys in den Baujahren garantiert nicht finden. Ich glaube, das Einzige, was hier öfters mal verschleißt, ist die Kupplung. Aber es liegt meistens auch bei den Leuten an falscher Fahrweise, am falschen Öl und an billigen Ersatzteilen. Also ist das eigentlich auch so ein Internet-Hirngespinst. Eigentlich haben die nichts. Natürlich sind die jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das heißt, hier und da kann schon mal was sein. Ich habe im Moment immer ein bisschen Probleme mit den Kabeln. Was aber auch daran liegt bei mir, dass der Vorbesitzer da ganz schön dran rumgefuscht hat. Oder dass sie halt teilweise alt werden. Wenn sie dann Feuchtigkeit ausgesetzt werden, werden sie ja nicht schöner. Ne? Aber ansonsten in der Preisklasse bin ich schon sehr zufrieden. Ich sag mal, so ein Bike kriegt man ab, ja, geht bei 3 bis 3,5 los. Für was Ordentliches mit TÜV, wo man erstmal Ruhe hat, würde ich so um die 5 veranschlagen. Aber das wird auch dann schon umgebaut sein. Also die sind echt nicht teuer. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. Was nachher teuer wird bei denen ist, wenn man ein dickes Hinterrad haben will, also 200 aufwärts. Weil ich glaube, bis 200 geht das noch so, ohne die Schwinge zu ändern, und ab 200 wird die Änderung oder der Umbau ein bisschen größer. Ja. Ich hätte eigentlich auch von der Optik her hätte ich auch gern ein breiteres, aber
Mir ist das diesen ganzen Aufwand nicht wert, muss ich sagen. Ja, bei den technischen Daten, Höchstgeschwindigkeit ist hier angegeben mit 175. So schnell will oder fährt man meistens mit dem Chopper ja eh nicht. Sag mal, wenn wir in der Truppe immer so 160 fahren, kurz auf der Autobahn, dann ist das schon Heizen. Und wenn wir mit einem offenen Helm unterwegs sind, dann macht das eh keinen Spaß. Das fährt man dann vielleicht, wenn man mal wirklich eine weitere Tour fährt. Also eigentlich eher ganz selten. Meistens bin ich doch so im Schnitt bei 100, 110 auf der Landstraße unterwegs. Und da läuft sie auch noch schön ruhig, mit wenig Drehzahl. Blubbert schön vor sich hin. Genau so soll es sein. Einen Verbrauch habe ich so von 6 bis 6,5 Liter auf 100 Kilometer. Meistens ziemlich genau 10 Liter auf 100 Meilen. Das ist immer ganz witzig. Wenn ich 180 Meilen fahre, da tanke ich meistens, habe ich immer so 18 Liter. Ich glaube, der Tank hat auch so irgendwie 18 und 1 Liter Reserve oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich tanke meistens nach einem Kilometerzähler. Das ist mir immer noch das sicherste. Ich habe das nämlich auch schon mal gehabt, dass der Reservehahn geklemmt hat und dann wollte ich umschalten und passierte immer noch nichts und ja toll, dann stehst du da irgendwo. Im nächsten Video wird es aber wieder ein bisschen lustiger oder unterhaltsamer, sage ich mal. Das war jetzt ein bisschen technisch hier, aber das muss ja auch mal sein. Wir haben gesagt, wir reden über das Bike, also machen wir das auch. Oh, hier kann ich nochmal versuchen, mit offenem Visier zu fahren. Ich hoffe, das Mikro dreht jetzt nicht ganz durch. Vom Wind. Das kann ich sowieso mal eben testen hier. Dann könnte ich in Zukunft in der City auch mal offen fahren und ein bisschen erzählen. Dann brauche ich nicht immer zumachen. Ich hoffe, der Wind ballert jetzt nicht so doll rein hier, weil das fahren wir 30. Sollte eigentlich gehen. So Leute, ich bin gleich zu Hause. Ich klinke mich aus. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.